Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz. Heute ist der 16. März. Das ist ein wichtiger Tag, denn genau heute vor einem Jahr hat die Bundesregierung mit den Chefs der Länder einen Lockdown für Deutschland beschlossen. Es ist also ein guter Anlass für uns heute, unser Thema zu setzen. Wir präsentieren Ihnen ein spannendes System, ein spannendes Gerät, in seinem Kampf gegen die Ansteckung mit Corona. Es geht um ein völlig neues Luftreinhaltesystem für Innenräume mit sehr hoher Wirksamkeit. Unsere Wissenschaftler werden es Ihnen gleich vorstellen. Es heißt OGI Aerosolis. Da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Vorab aber noch folgende Info für Sie. Unsere Veranstaltung hier wird aufgezeichnet. Wir nehmen ab jetzt Ihre Fragen entgegen, also auch während der gesamten Pressepräsentation, und beantworten sie im Anschluss. Zunächst möchte ich Ihnen unsere Gäste hier auf dem Podium und online vorstellen. Hier auf dem Podium haben wir anwesend Dr. Dirk Böker, Mediziner und Physikochemiker. Er ist wissenschaftlicher Leiter von OGI Europe. Man darf auch sagen, er ist einer der Köpfe hinter diesem neuen Luftreinhaltesystem. Dann haben wir online zugeschaltet Dr. Roland Brevis, Mikrobiologe und Leiter des Labors für Mikrobiologie der Henkel AG in Düsseldorf. Einen schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Weiter geht es mit Professor Dr. Clemens Bulita, Leiter des Instituts für Medizintechnik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Amberg-Weiden. Und last but not least, Dr. Thomas Bohne-Winkel, er ist Geschäftsführer von OGI Europe. Er wird Ihnen jetzt berichten, wer hinter dem neuen Luftreinhaltesystem steckt und welche Ziele mit OGI Aerosolis erreicht werden sollen. Bitte schön, Thomas Bohne-Winkel. Ja, vielen Dank, Frau von Haaren, für die sehr freundliche Einführung. OGI ist ein sehr technisches Unternehmen. Wir beschäftigen uns im Hauptgeschäft mit elektronischen Schließanlagen. Wir haben Büros in Nauen bei Berlin, in Dubai, in Neu-Delhi und in Shenzhen. Und die meisten unserer Mitarbeiter kommen aus Indien und aus China. Deswegen haben wir COVSARS-1 bereits miterlebt. Wir haben MERS erlebt. Wir haben momentan in 10 Bundesstaaten in Indien eine neue Vogelgrippe, die, wenn man sich damit ansteckt, ziemlich tödlich verläuft. Und als wir im März zusammensaßen und feststellen mussten, dass COVSARS-2 keine Epidemie bleibt, sondern eine Pandemie wird, haben wir gedacht, dass das wahrscheinlich Jahre dauern wird, bis wir das wieder loswerden und bis die Welt wieder einigermaßen normal funktionieren kann. Wir haben uns deswegen überlegt, dass die Menschheit im 21. Jahrhundert eigentlich was Besseres verdient hat als Sprühflaschen, Läppchen, Masken, besonders schlimm soziale Distanz oder Lockdowns. Es war eigentlich vollkommen klar, dass sporadische Desinfektion zwar gut ist und wichtig, also Sprühflasche und Läppchen, aber eben nicht ausreichend. Uns war auch klar, dass es nicht ausreichend sein wird, nur die Oberflächen zu desinfizieren. Wir mussten also an die Luft ran. Und das Allerwichtigste für uns war eigentlich, dass wir eine Technik finden mussten, die einfach ist, dass sie auch in anderen Ländern repliziert werden kann, also nachgebaut werden kann, die auch günstig ist. Es müssen die Leute in Ländern, die nicht so reich sind, jetzt zum Beispiel sich die Vakzine nicht leisten können, die müssen in der Lage sein, mit dieser Technik umzugehen und diese Technik auch anzuschaffen. Ja, das gesagt, haben wir den ganzen Sommer über daran gearbeitet und jetzt würde ich weitergeben an die Wissenschaftler, die wir gebeten haben, sich das anzusehen und unsere Technik zu validieren. Ja, da stellt sich nämlich ganz genau die Frage, wie genau funktioniert dieses System, diese Luftreinhaltung durch dieses OGI-Gerät? Und das kann uns jetzt Dr. Dirk Böker sagen. Er ist der Kopf, einer der Köpfe hinter dieser interessanten Entwicklung. Dr. Böker, bitte. Wenn wir das erste Slide haben könnten. Vielleicht dazu zu sagen, also der eigentliche Kopf ist der Gandip Singh, der Partner von Dr. Bohne-Winkel.
und ich unterstütze die ganze Sache von der wissenschaftlichen Seite und von der wissenschaftlichen Validierung zusammen mit den Wissenschaftlern Dr. Breves, Professor Bulitta und dann auch noch dem Professor Herd in Heidelberg, der als Pulmologe die medizinische Sache betreut. Wenn man sich fragt, wie funktioniert denn eigentlich dieses Verfahren, muss man sich erstmal ansehen, was müssen wir eigentlich schützen. Wenn eine infizierte Person in den Raum kommt, versprüht sie oder atmet quasi Virenpartikel aus in Form von sogenannten Tröpfchen. Daher kommt auch der Begriff Tröpfcheninfektion, wenn sich die Viren im Raum verteilen. Bei den Tröpfchen muss man ein bisschen genauer hinsehen. Da gibt es große und kleine und sehr kleine. Und diese Tröpfchen, die großen, fallen relativ schnell zu Boden und infizieren und kontaminieren, wie man sagt, den Boden, der dann sozusagen infiziert ist, auf dem man sich dann auch sekundär infizieren kann, wenn man zum Beispiel die Badezimmerarmaturen anfasst, die Oberflächen anfasst, auf den Fußboden, überall sind dann die Viren und dann über die Sekundärinfektion, wenn man dann seinen Mund berührt, seine Augen berührt, kann man sich dann quasi selbst wieder infizieren. Der andere Teil der Tröpfchen, die sehr kleinen Tröpfchen, fallen nicht zu Boden, sondern schweben und verdampfen sukzessive immer mehr, sodass die Viren quasi in einer sehr, sehr kleinen Wasserhülle im Raum schweben bleiben, das teilweise über Stunden im gesamten Raum verteilt werden. In diesem Fall helfen auch Abstand nicht, weil die Viren eben sich über den gesamten Raum verteilen. Die Viren kann man dann mit den normalen herkömmlichen Maßnahmen wie Hygiene, Masken und eben auch Abstand halten nicht mehr von sich fernhalten. Hier helfen dann andere Verfahren, wie zum Beispiel Fensterlüften, was in den Schulen häufig produziert wird oder praktiziert wird. Das hat natürlich auch seine Grenzen, insbesondere Grenzen auch in öffentlichen Gebäuden oder in Geschäften kann man nicht ständig auf Durchzug schalten. Ein weiteres Verfahren sind die Filterverfahren, die eingesetzt werden. Man filtert die Raumluft. Die haben gute Eigenschaften, haben allerdings den Nachteil, dass die Viren erstmal den Weg zum Gerät finden müssen. Und das ist bei einer bestimmten Raumluftbewegung häufig schwierig oder teilweise gar nicht der Fall. Und genau hier setzt das Aerosolis-Verfahren an. Wir warten nicht, bis das Virus zum Gerät kommt, sondern wir nutzen eine Substanz, die quasi eine Schutzatmosphäre im Raum erzeugt, sodass die Viren, während sie in der Luft schweben, von unserer Substanz attackiert und deaktiviert werden. Und diese Interaktion in der Luft geschieht sehr schnell und genau darum geht es in dieser wissenschaftlichen Prüfung. Wie effektiv ist das, wie schnell ist das und vor allen Dingen auch, wie sicher ist das, kann man mit einer solchen Substanz arbeiten. Sie sehen auf dem Bild hier das grundsätzliche Problem, die Spagat zwischen Sicherheit und Wirksamkeit. Zunächst geht es natürlich um die Sicherheit. Dieses Verfahren bezieht sich auf eine Substanz HOCl, die chemische Formel. Hypochlorsäure wird seit mehr als 100 Jahren im medizinischen Bereich für Desinfektionsverfahren eingesetzt. Zum Beispiel im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg wurden die ganzen Hospitäler, die Räume damit eingenebelt, damals noch in einem sehr rudimentären Verfahren, auch wiederum um den Raum zu schützen, zur Wundinfektion, zur Infektion von den Oberflächen wurde das erfolgreich und sicher eingesetzt. Später dann, heute noch wird HOCl in der Medizin eingesetzt zur Wundkanaldesinfektion, also im Körper, am Körper, eine sehr sichere Substanz. Wichtig ist dabei zu wissen, der Körper selber produziert HOCl innerhalb seines Immunsystems, um Mikroben oder Agenzen zu deaktivieren. Die Substanz ist 10-mal bis 100-mal aktiver als Wasserstoffperoxid zum Beispiel, das auch im Körper produziert und agiert wird. Es geht jetzt hier also darum, diese Substanz mit einer solchen Konzentration in den Raum zu bringen, die einmal sicher ist, aber eben auch entsprechend wirksam. Und das HOCl hat hier die gute Eigenschaft, einen sehr breiten Spannweite zu haben zwischen Wirksamkeitsbereich und Sicherheitsbereich. Die Europäische Union hat das freigegeben bis zu bestimmten Grenzwerten, die wir deutlich unterschreiten und unterhalb dieser Grenzwerte schon hohe Wirksamkeit erreichen können.
Diese Sache wollten wir dann in wissenschaftlichen Untersuchungen nochmal überprüfen. Das HOCl einmal untersuchen in sogenannten Suspensionen, das heißt in Flüssigkeiten. Denken Sie etwa an Schwimmbäder, wo Substanzen in der Flüssigkeit und Mikroben in der Flüssigkeit deaktiviert werden müssen. Das nächste war dann die Frage, wie wirkt das HOCl auf Oberflächen? Kann Keime, die sich abgesetzt haben, durch eine Schutzatmosphäre auch deaktiviert werden? Können dann schließlich die Viren in der Luft, das war der Hauptfokus der Untersuchung, in der Luft deaktiviert werden? Wie schnell geht das? Wie effizient ist das? Und mit welcher Konzentrationsreduktion kann man rechnen? In welcher Zeiteinheit? Hier ist wichtig zu beachten, die normale Situation ist so, nehmen Sie eine Schulklasse, ein Spreader, sogenannter Spreader, kommt in die Klasse und versprüht 4.000, 6.000, 10.000, teilweise sogar noch mehr Viren pro Minute in die Luft, sodass jedes Verfahren gegen einen konstanten Einfluss oder Einströmen von Viren arbeiten muss, sodass also die Konzentration auch immer aufrechterhalten werden muss, um diese Viren konstant zu deaktivieren. Hier hilft, wenn man das vergleicht mit Fenstern, das wird Herr Dr. Bohnewinkel später nochmal erläutern, was man da genau berechnen kann, wie muss man dieses Gleichgewicht einstellen, dass man immer die entsprechende Virenkonzentration auf einem Minimum halten kann. Wir haben also die Suspensionsuntersuchung gemacht, wir haben die Oberflächenuntersuchung gemacht und dann die Gas in der Raumluftuntersuchung gemacht. Wir haben da das Institut von Henkel, da wird Herr Dr. Breves später darüber berichten, dann unter Hygieneaspekten mit dem Professor Bolitta entsprechende Untersuchungen und Fragestellungen untersucht. Und das Ergebnis war, dass die Methode einmal schnell ist. Sie reduziert also die Virenbelastung in einem sehr schnellen Zeitraum. Also innerhalb von Minuten kann man das auf ein physiologisch übertragbares Level bringen. Die Methode ist sicher, das heißt, der Körper wird nicht geschädigt. Man kann das über lange Zeit einsetzen und das ist sehr effektiv. Also letztendlich hält man die Konzentration auch unten und kann gleichzeitig Gasphase und Oberflächen deaktivieren. Und das ist eigentlich das Schöne an dieser Methode, dass man das nicht spürt, nicht merkt, es ist sicher und es gibt unglaubliche Anwendungsfelder, wo man diese Verfahren eben zum Schutz der Allgemeinheit, der Kinder, der Personen in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Geschäften und einsetzen kann. Vielen Dank für das Wirkprinzip von Aerosolis. Wir schauen mal jetzt, wie die ganze Sache aus mikrobiologischer Sicht aussieht. Dazu kann uns Professor Dr. Clemens Bolitta jetzt etwas sagen. Professor Bolitta, bitte schön. Ja, Frau von Hahn, meine Damen und Herren, sehr gerne. Es ist ja angeklungen, letztendlich die Übertragungswege über die Luft. Und wenn man das auch auf dem nächsten Slide sieht, die Rolle der Raum- und Umgebungsluft als Erregerreservoir ist ja eigentlich schon lange bekannt. Ja, wir haben ja viele Erkrankungen, sei es die klassische Grippe, die Influenza, Erkältungskrankheiten, Masern, Tuberkulose, wenn Sie an die Zeit um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts denken. Natürlich auch das Thema SARS, was eine Rolle spielt. Wir haben aber auch Allergien, die ein Thema sind, wo wir Störfaktoren haben. Und das sind nur alles Partikel, die in der Luft sind, die wir letztendlich so ja nicht sehen und nicht wirklich wahrnehmen können und die uns dann letztendlich irgendwann krank machen. Zum Teil sehr ansteckend, zum Teil weniger ansteckend. Und glücklicherweise ist ja an vielen Stellen die Impfung hier unterwegs, die uns hilft, ja, wenn Sie an die Masern gerade zum Beispiel denken. Aber letztendlich, das ist ja auch im Rahmen der Corona-Pandemie immer wieder angesprochen worden, das ist ja kein einmaliges Ereignis. Wir werden auch weiterhin damit zu tun haben. Und deswegen muss man sich einfach systematisch mit der Rolle der Raum- und Umgebungsluft nicht nur als Erregerreservoir, sondern auch im Kontext des Infektionsgeschehens systematisch beschäftigen und überlegen, wie man das letztendlich mitigieren kann, das Risiko, das dadurch entsteht. Ich beschäftige mich schon lange, weil ich das Thema postoperative Wundinfektion hier auch aufgezählt habe, mit dem Thema Lüftungstechnik im Operationsraum. Auch dort ist es ein Thema, ja, gerade bei den Komplikationen, die nach chirurgischen Eingriffen auftreten. Ich selber komme ja auch aus der Chirurgie ursprünglich mal und
Dort wird auch versucht, durch Lüftungstechnik das anzugehen. In der Regel sind das aber alles Verfahren, die dort ansetzen. Und Herr Böke hat es schon angesprochen, dass sie die Luft erstmal dann einem Filtersystem zuführen müssen oder dass sie eben die Luft herausspülen müssen, verdünnen, ob das durch Lüften ist oder durch die Zufuhr von hohen Mengen an Frischluft, was letztendlich ein sehr aufwendiges Verfahren darstellt, auch ein sehr kostenintensives Verfahren. Solche raumlufttechnischen Anlagen sind sehr kostenintensiv, wartungsintensiv. Es gibt auch andere Systeme, die mit Ionisierung arbeiten. Im Kontext jetzt auch der Corona-Pandemie hat auch die UVC-Technologie wieder eine Rolle gefunden. Aber letztendlich sind das alles Dinge, die Sie natürlich nicht so ohne weiteres in die Fläche bringen können, um hier Abhilfe zu schaffen. Und da stellt sich halt die Frage, was habe ich für Alternativen, auch zum Beispiel um nachzurüsten? Wie schaffe ich es, diese Räume, die ja dann zum Teil komplexe thermodynamische Systeme darstellen, wie die Luftverteilung ist, ja, je nachdem, wo Wärmefelder sind und so weiter, wo dann einfach auch Grenzen entstehen, gerade für diese Luftreinigungssysteme. Es ist ja vielfach auch das Thema mobiler solcher Luftreinigungssysteme propagiert worden. Letztendlich ist das alles nicht trivial und in der Regel sehr kostenintensiv. Und von daher ist es eigentlich nicht nur ein innovativer Ansatz, sondern auch ein sehr zielführender Ansatz zu überlegen, in der Luft selber bereits dieses Problem zu lösen. Und das ist im Grunde genau das, was jetzt hier passiert, dass mit der hypochloren Säure im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, auch ein Prinzip nachgeahmt wird, was die Natur ja uns mitgibt. Ja? Die Haut, das wissen auch alle, hat einen Säureschutzmantel. Im Magen herrscht ein saurer pH-Wert und an vielen anderen Stellen auch. Und Säure ist ein ganz wichtiger Schutz eben gegen Krankheitserreger, die der Organismus selber nutzt. Und deswegen ist auch eine gerade geringe saure Konstellation in der Regel eben auch unschädlich für den Menschen, für die Schleimhäute, und die Konzentrationen, die hier auch eingesetzt werden in diesem Verfahren, sind ausreichend, um die Mikroorganismen letztendlich einzudämmen und zu vernichten, ohne dass es zu weiteren anderen Schäden kommt. Darüber hinaus hat die Säure noch das Potenzial, auch Proteine eben zu verändern. Das passiert ja auch mit den Mikroorganismen. Also damit bietet sich prinzipiell auch die Möglichkeit, Allergene und allergische Themen unter Kontrolle zu bringen. Und der eine oder die andere hat es vielleicht in der Tagespresse verfolgt. Das waren Untersuchungen auch der TU München, die ja Hinweise gegeben haben, dass wenn Pollen in der Luft sind, die Barriere der Schleimhaut gestört wird und damit das Eindringen der Viren auch nochmal erleichtert wird. Also von daher gäbe es hier sogar noch einen zusätzlichen Mechanismus. Also in Summe ja ein Verfahren aus meiner Sicht mit einem sehr, sehr großen Potenzial. Wir wissen natürlich noch nicht, weil wir es noch nicht flächendeckend im Einsatz haben, welche klinischen Auswirkungen es wirklich hat auf das Infektionsgeschehen, wie stark Infektionen dann reduziert werden. Aber das ist ja das Ziel, mit dem Verfahren jetzt in den Einsatz zu gehen, um genau auch diesen Nachweis dann in der Klinik noch führen zu können. Da sind sicher weitere wissenschaftliche Arbeiten erforderlich, aber das Potenzial, das sich hier abzeichnet, ist hochinteressant und wie gesagt ein Ansatz, der eben auch aus verschiedenen anderen Gesichtspunkten heraus ein breites Einsatzfeld und ein kostengünstiges Einsatzfeld bietet. Ich glaube, Herr Bohne-Winkel wird das nachher auch noch mal stärker thematisieren und darstellen. Ja, herzlichen Dank, Professor Bulita. Das ist total spannend, was Sie sagen. Gerade dieser Einsatz eben auch bei Menschen, die Pollen ausgesetzt sind. Letzte Woche kam die TU München genau mit dieser Erkenntnis heraus. Ich glaube, da haben sehr viele sehr genau zugehört. Das scheint jedenfalls mit Aerosolis eine fast perfekte Lösung zu geben. Räume bekommen durch das HOCl quasi eine rundum Schutzatmosphäre. Kann man das eigentlich nachweisen? Diese Frage geht an Dr. Roland Brewis, den leitenden Mikrobiologen der Firma Henkel in Düsseldorf. Dr. Brewis? Ja, sehr gerne. Die Frage kann ich gerne beantworten. Und ich denke, wir switchen wieder um auf die Charts, dann geht es ein bisschen einfacher. Vielleicht nochmal zu meiner Person und meiner Abteilung. Wir sind also die zentrale Mikrobiologie der Firma Henkel hier in Düsseldorf und testen also seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten
auch vor meiner Zeit schon Desinfektionsmittel, zum Teil für unsere eigenen Produkte, für Produkte der Firma Henkel, also im Bereich Wasch- und Reinigungsmittel und Kosmetik, Körperpflege, aber eben auch zu einem gewissen Teil für externe Kunden, wie zum Beispiel die Firma OG Live. Und diese Kunden kommen aus dem Bereich der Desinfektionsmittel für die Medizin, für den medizinischen Bereich, für Veterinärmedizin, für Industrie, Lebensmittelindustrie etc. Und das machen wir also mit akzeptierten Normmethoden. Ich bin auch gelisteter Gutachter bei der VAH. Das ist also ein Zertifikat, was man braucht, wenn man im Klinik- und Praxisbereich Desinfektionsmittel zulassen möchte. Und wir können das in unserem Labor tun mit Bakterien, mit Pilzen und das kann jetzt nicht jedes Labor, auch mit Viren, also Desinfektionsmittelprüfungen mit Viren durchzuführen. So, und das haben wir mit diesem Produkt getan. Und zunächst war eben die Frage, ob die Flüssigkeit an sich in der Lage ist, biozid zu wirken. Da gibt es also Standardverfahren, das sind die sogenannten Suspensionstests. Das macht man quasi im Reagenzglas und oben rechts in der Tabelle, da sehen Sie so ein paar Namen von Mikroorganismen, gegen die man da testen muss eigentlich, und die entsprechenden Normen habe ich da auch nochmal zitiert. Und was man sieht, ist, dass man also innerhalb von 30 Sekunden bei Raumtemperatur dann auch sehr gute Wirksamkeiten schon bekommt. Das heißt, bei 200 ppm, also in sehr verdünnter Konzentration, kriegt man überall einen Pass, man besteht diese Norm. Im Bereich von 50 ppm dann schon nicht mehr. Also dazwischen liegt so in etwa die Grenze der Wirksamkeit. Und ganz rechts, ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade erkennen kann, da ist in meinem Bild hier die Videobilder davor, da steht noch ein Virus, das ist das Vaccinia-Virus. Und da sieht man, dass Vaccinia-Virus sogar bei 50 ppm schon inaktiviert wird. Und das ist jetzt ganz wichtig. Dieses Vaccinia-Virus ist ein Modellvirus für alle behüllten Viren. Es gibt da verschiedene Typen. Und in diesen Tests ist also vorgeschrieben, dass man mit Vaccinia-Virus testet. Mit SARS-CoV-2 selber zu testen, ist nicht ganz so einfach. Da besteht dann eben einfach ein zu hohes Risiko auch für die das durchführen. Also das ist im Prinzip als Test nicht wirklich etabliert, muss auch nicht, weil auch das RKI sagt, wenn du mit Vaccinia-Virus testest, dann ist dein Produkt wirksam gegen behüllte Viren. Und das wird als ausreichend angesehen. Und Coronavirus, das muss man jetzt dazu wissen, ist ein behülltes Virus. Das heißt, fällt also genau in diese Kategorie rein. Das heißt, das Produkt an sich in wässriger Lösung ist wirksam und die Wirksamkeit ist in etwa vergleichbar mit der Wirksamkeit gegen Bakterien. So, und dann war jetzt die Frage, wie können wir das in der Gasphase testen? Da gibt es jetzt kein wirkliches Standardverfahren und das war eigentlich die Herausforderung, da ein System zu schaffen, wo man reproduzierbar die Wirksamkeit finden kann. Und das ist auf dem nächsten Bild illustriert. Wir haben das in zwei Größenordnungen gemacht. Einmal in einer Kammer, die hat 1 Kubikmeter, das sehen Sie links mit diesem grünen Rahmen. Das ist also 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter. Und da sieht man links das Vernebelungsgerät, dieser graue Kanister. Ist jetzt natürlich noch sehr technisch. Sie sehen einen Ventilator, Sie sehen, die kleine blaue Maschine ist die Maschine, die dann die Keime vernebelt. Und die versuchen wir eben mit dem Ventilator in der Luft zu halten. Das geht auch recht gut. Unten sehen Sie zwei Agarplatten, die sind offen. Das heißt, die Keime, die runterrieseln, werden dort aufgefangen und können nachgewiesen werden. Spannender sind aber die in der Luft sich noch befinden. Und das machen wir mit dem kleinen Luftkeimsammler. Den sehen Sie da rechts stehen. Da ist also, die Kammer ist zu, die Klappe vorne ist dann geschlossen und rechts sehen Sie so eine kleine Eingriffsöffnung, mit der man mit dem Luftkeimsammler da reingeht und dann zu bestimmten Zeitpunkten die verbleibenden Bakterien in der Luft messen kann. Und rechts ist jetzt mal nur die Zahlen noch geschrieben, also der Test in 34 Kubikmeter, was jetzt einem typischen Raum so in etwa entsprechen würde. Und da sehen Sie die kleine blaue Maschine wieder, die da auch so eine kleine Dampfwolke ausstößt. Das ist also das bakterienhaltige Aerosol. Das Aerosol, das sieht man so in der Form nicht. Das ist also so gut wie nicht wahrnehmbar. Und hier blasen wir dann die Keime rein, in etwa 1 Million in ein paar Minuten.
und versuchen die halt in der Luft zu halten. Und das gelingt auch ganz gut und messen dann die Abnahme der Luftkeime zwischen 30 Sekunden bis 30 Minuten und bekommen dann also Abklingkurven. Und wenn man das macht und dann ein bisschen rechnet und die Zahlen vergleicht mit unbehandelten Kontrollen, also mit Atmosphären, wie sie normalerweise sind, dann bekommt man die Grafik, die wir auf der nächsten Seite sehen. Das ist also so eine typische Abklingkurve. Und da lässt sich also ausrechnen, dass wir eine Abbaurate von 64% der Keimzahl pro Minute bekommen. Und Sie sehen, wir starten also mit 10.000. Wir starten sogar noch mit viel, viel mehr. Das ist die Nettoabnahmerate verglichen zur Blank-Kontrolle. Auch da rieseln natürlich immer ein paar Keime nach unten. Also es werden auch weniger, aber deutlich langsamer. Und nach ein paar Minuten hat man noch durchaus erkennbare Keimzahlen im Blank, in der Luft. Hier jedoch nicht mehr. Das heißt, man sieht, nach 120 Sekunden ist man also schon fast komplett unten. Und was jetzt nicht eingezeichnet ist, so bei 400 in etwa, da liegt dann auch die untere Nachweisgrenze, wo dann also Keime nicht mehr sicher zu zeigen sind. So, das haben wir mit Bakterien gemacht und das funktioniert sehr gut. Wir haben auch verschiedene Klassen durchgetestet, Gram-positive, Gram-negative Bakterien. Und aufgrund der Suspensionstestsergebnisse wissen wir eben, dass die Empfindlichkeit dieser infektiösen Partikel durchaus vergleichbar sind. Und von daher ist aus unserer Sicht auch der Schluss gerechtfertigt, dass in einem vergleichbaren System auch ein vernebeltes Virus entsprechend inaktiviert würde. Diesen Test kann man mit Viren leider nicht durchführen, weil man ja in der Lage sein müsste, das Virus in vitaler, in vermehrungsfähiger Form wiederzubekommen aus der Atmosphäre. Und das ist technisch einfach nicht wirklich gut darstellbar. Da gibt es also noch keine brauchbare Methode. Von daher dieser indirekte Schluss, der aber aufgrund der eben gezeigten Daten durchaus sichergestellt ist, dass die Ergebnisse vergleichbar sind. Und von daher können wir festhalten, dass in einer entsprechenden Schutzatmosphäre behüllte Viren entsprechend inaktiviert werden können und dass dies ein sehr wirksames System und Produkt ist. Ja, herzlichen Dank, Dr. Brevis. Soweit die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse und Testergebnisse. Gehen wir jetzt mal in die Praxis. Können Sie uns ein paar praktische Anwendungsbeispiele nennen, Thomas Bornewinkel? Ja, sehr gerne. Also im Grunde haben wir jetzt, nachdem wir viel gemessen haben und verschiedene Konzentrationen gemessen haben, wahnsinnig viele Daten. Ja, wir haben viele Messpunkte ermittelt und diese Messpunkte haben wir dann analysiert und haben versucht, eine mathematische Gleichung zu finden, die den Abbau der Viren und Bakterien im Raum durch HOCl näherungsweise abbilden kann. Warum machen wir das? Weil wir versuchen wollen, das auf eine Größe herunterzubrechen, die auch für normalsterbliche Menschen identifizierbar und verständlich ist. Diese Log-Reduktionen und andere Fachbegriffe, die von Hygienikern verwendet werden, sind nicht unbedingt verständlich für jeden. Ob das jetzt 2 oder 3 oder 5 Neunen hinter dem Komma sind, macht dann auch nicht mehr wirklich den Unterschied. Was wir jetzt tun können mit unserer Mathematik, ist, dass wir sagen können, in einem typischen Beispiel nehmen wir einen Raum, 60 Quadratmeter, der hat dann bei einer Deckenhöhe von fast 3 Metern etwa 170 Kubikmeter Rauminhalt. Da können wir sagen, wenn die Tür aufgeht und jemand reinkommt, der infiziert ist, dass es etwa 20 Minuten braucht, bis alle anderen Personen in dem Raum so viele Viren auf ihrer Schleimhaut gesammelt haben, dass sie wahrscheinlich ebenfalls infiziert sein werden nach kurzer Zeit. Das heißt, das Virus braucht Stunden, wenn nicht Tage, um das zu bewerkstelligen. Aber die Personen, die dann in dem Raum sind, sind nach 20 Minuten eigentlich so weit, dass sie genug gesammelt haben. Wenn wir jetzt aber die Luft aufbereiten und die Luft verbessern durch den Einsatz von HOCl, dann könnten sich die Leute 12 Stunden in dem gleichen Raum aufhalten. Das heißt, wir vergleichen 20 Minuten mit 12 Stunden. Und mit den 12 Stunden sind wir in aller Praxis weit entfernt von einem Normalfall. Das heißt also,
wir können eigentlich sagen, dass man sich in den Räumen, wo Aerosolis arbeitet, nicht mehr infizieren kann, weil das ist praxisfern, dass man 12 Stunden eingesperrt in einem Raum sich mit den Leuten aufhalten würde, die infiziert sind. Das sind meistens ja nur 2, 3 Stunden, vielleicht 4 Stunden. Wenn man mal Double Feature im Kino macht, sind es vielleicht 4 Stunden. Aber wie gesagt, das ist eher selten. Und wenn die Luft so aufbereitet ist, wie wir das gesagt haben, dann könnte man sich in dem Raum eigentlich nicht mehr anstecken. Und das ist aus meiner Sicht jetzt auch mal eine griffige Größe, dass man sagen kann, okay, das eine sind 20 Minuten und das andere sind dann zum Beispiel 12 Stunden bei der Konzentration. Kann man das vielleicht noch mal ein bisschen weiterführen und fragen, praktische Anwendungsbeispiele? Wir haben ja in dieser Pandemie das Riesenproblem, dass wir uns zwar alle draußen treffen können, dass aber in dem Moment, wo es in Räume geht, wir Restriktionen ausgesetzt sind, nicht nur mit Maske und Abstand halten, sondern es dürfen sich eben nur noch ganz wenige Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen. Kann man also sagen, Aerosolis ist ein Gerät, was das Treffen von kleinen, mittleren und großen Gruppen wieder möglich macht. Also ganz konkret Konzerte, Ja. Schulunterricht, Universitäten. Ja. Mit den entsprechenden Größenordnungen der Geräte. Genau. Wir stellen die Geräte in verschiedenen Größen her, je nachdem, wie groß der Raum ist. Wenn er wirklich groß ist, muss man vielleicht 2 oder 3 aufstellen. Aber wenn diese Geräte im Raum arbeiten, meinen wir, dass es sehr unwahrscheinlich wird, dass man sich in dem Raum tatsächlich noch anstecken kann. Mhm. Kommen wir vielleicht gleich mal zu der weiterführenden Frage, wie kann man das erkennen von außen, dass ein Raum derart gesäubert ist, dass man dort ohne Bedenken eintreten kann? Also es gibt Sensoren, die Chlor in verschiedenen Ausprägungen messen können. Diese Sensoren sind relativ teuer. Man kann es auch günstig haben. Man kauft sich einen handelsüblichen Sensor, der zum Beispiel Feinstaubpartikel misst. Und wenn man dann diesen Sensor anstellt, während das Gerät arbeitet, dann sieht man, dass gerade in dem Bereich 0,1 bis 0,5 Mikrometer Durchmesser die Partikelanzahl ansteigt, sehr stark ansteigt sogar. Und das sind eben genau die Partikel, die von unserem Gerät ausgestoßen werden, die im Raum, wie Dr. Böker eben erklärt hat, relativ schnell ihre Flüssigkeit verlieren, also und dann immer kleiner werden und in der Raumluft bestehen bleiben. Über Stunden. Ja, ich wollte auch noch mal unseren Journalistinnen und Journalisten sagen, dass sie selbstverständlich alle Darstellungen, die wir Ihnen heute Mittag präsentieren, auch im Anschluss an diese Veranstaltung zur Verfügung stellen, damit Sie die noch mal prüfen können und vielleicht auch mit veröffentlichen können. Und selbstverständlich werden alle Fragen, die Sie uns heute stellen, auch zeitnah von uns bzw. von den Experten beantwortet. Ich komme schon mal auf ein paar Fragen, die uns im Vorfeld erreicht haben. Auf die kommen wir schon mal zu sprechen. Dr. Böker, das klingt alles extrem simpel. Warum gibt es das nicht schon längst? Das HCl-Verfahren als solches gibt es ja schon seit vielen Jahren, wie gesagt. Also die Desinfektion mit HCl, das Versprühen, das kontrollierte Erzeugen von sehr Mikrotröpfchen, die in der Luft sich lange aufhalten können und dadurch auch die Schutzatmosphäre überhaupt generieren lassen, ist technisch nicht ganz trivial. Man muss sehr, sehr kleine Tröpfchen erzeugen. Man muss die in einem sehr kleinen Bereich halten, Größenbereich halten, sodass sie also nicht nasse Oberflächen bekommen, wenn sie zu große Tröpfchen dabei haben. Und eben auch genug HCl in die Luft bekommen können. Also das ist technisch aufwendig oder anspruchsvoll. Die Methode selber hinterher, wenn man es dann kann, ist relativ einfach und günstig. Warum ist HCl auf diese Weise nicht schon längst im Einsatz? Diese Frage geht jetzt an Dr. Brevis bei Henkel. Ich kann mir vorstellen, Henkel ist ja selber eigentlich sehr interessiert daran, an solchen Produkten, weil es mit Reinigungsmitteln zu tun hat. Warum ist Henkel nicht da drauf gekommen? Eigentlich hängt die Antwort mit dem zusammen, was Dr. Böcker eben ausgeführt hat. HCl als Wirkstoff ist lange bekannt und ist durchaus auch in Produkten zu kaufen, insbesondere als anionisches Hypochlorit. Der Clou ist wirklich, dieses fein verteilte Aerosol zu erzeugen mit den kleinen Tröpfchen. Es gibt auch Verfahren,
die Biozide vernebeln, so kann man es nennen, in der Lebensmittelindustrie zum Beispiel mit Peressigsäure. Das sind gängige Verfahren, das sind dann aber eigentlich keine Umgebungen, in denen man sich länger aufhalten möchte. Also da ist man irgendwo dann auch manchmal noch im Bereich des Versprühens angekommen. Und das ist dann natürlich sehr unangenehm. Also der Clou ist wirklich die extrem fein disperse Aerosolpräparation, die da ausgebracht wird. Vielen Dank. Von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern bekommen wir jetzt auch die Fragen direkt. Und da ist die erste Frage: Welche Zerfallsprodukte gibt es in der Raumluft? Wer möchte darauf antworten? Dr. Böker? Ja, HCl zerfällt als solches Molekül, wenn man also ein Selbstzerfall zerfällt es letztendlich in Wasser und HCl, und was sich dann wiederum löst als Reaktionsprodukt von HCl mit zum Beispiel der Virenhülle, so wird der Virus ja deaktiviert, ergeben sich Abbauprodukte von der Hülle. Also Hülle besteht ja im Prinzip aus einem doppellagiger Cholesterinhülle, und die wird dann quasi verästert über das HCl. Das sind also dann letztendlich Staubpartikel, die sich bilden, die aber gesundheitsschädlich oder gesundheitlich vollkommen unbedenklich sind. Nächste Frage: Gibt es Raumluftgrenzwerte für das Verfahren, Dr. Brevis? Es gibt Grenzwerte, da gucke ich aber meine Kollegen an. Da bin ich nicht wirklich der Fachmann. Ja, das kann ich vielleicht ergänzen. Also es gibt von der Europäischen Union und dann entsprechenden untergeordneten Behörden Grenzwerte, die liegen bei 0,5 Milligramm pro Kubikmeter in der Raumluft als Dauer, in Anführungsstrichen, Belastungsgrenze. Da liegen wir weit drunter. Vielleicht gleich die Frage im Anschluss auch nochmal an Sie, Dr. Böker. Wie wird die Zugabe von HOCl an die Raumluft gesteuert? Welche Parameter sind dafür ausschlaggebend? Da gibt es unterschiedliche Geräte, die die Firma anbietet. Einmal über die Raumgröße wird berechnet und die Verbleibzeit des HCls in der Raum wird berechnet, welche Volumina ausgesprüht werden müssen, um diese Konzentration aufrechtzuerhalten. Man kann das dann zusammenschalten mit einer Sensoreinheit, die dann entsprechend den Gehalt in der Luft auch noch misst. Man kann es zusammenschalten mit einem CO2-Monitor, die im Prinzip misst, wie viele Personen im Raum sind, um dann eben auch das Ausstoßvolumen des Gerätes damit zu triggern. Thomas Bohnewinkel, braucht man also, wenn man ein solches Gerät haben möchte, vielleicht für ein Klassenzimmer, ein solches Sensorgerät, um jederzeit sehen zu können, wie die Belastung der Luft aussieht und wann man zusätzliche Flüssigkeit, also entsprechende Säure, nachgießen muss? Nein, nicht wirklich. Also man könnte auch das Gerät laufen lassen, weil die Mengen, die wir da verwenden, wie Dr. Böker gerade gesagt hat, sind derart gering, dass eine Gefährdung überhaupt nicht passieren kann. Wenn es einen interessiert und man einen gewissen Spültrieb hat, dann kann man sich so einen Sensor dazu kaufen, da kann man das auf dem Sensor erkennen, relativ leicht. Ja, aber notwendig ist das nicht. Kann das Verfahren flächendeckend eingesetzt werden? Gibt es eine Raumbegrenzung, Dr. Böker? Im Prinzip nein. Also wie gesagt, über die verschiedenen Geräte, Ausführungsformen kann man von sehr kleinen Räumen, vom Skilift nehme ich mal an, als Fahrstuhl. Selbst das Auto? Selbst das Auto, Fahrstuhl, Skilift oder Kabinenlift, bis hin ins kleines Klassenzimmer, Konferenzzimmer, große ganze Kaufhäuser könnte man damit entsprechend ausstatten, wobei man die Geräte dann entsprechend platziert und mit Umluftgeräten dann eben verteilen kann. Wir wenden uns nochmal an Professor Bulita mit einer medizinischen Frage. Brauchen wir solche Geräte in Zukunft überhaupt noch, wenn bis Sommer, Herbst ja sowieso nach dem Versprechen der Bundeskanzlerin alle Deutschen geimpft sein sollen? Also vielleicht noch kurz als eine Ergänzung noch zu Herrn Böker, auch mit den großen Räumen würde ich das noch kurz sagen. Meist gerade auch so Hallen haben ja große raumlufttechnische Anlagen einfach für die Frischluft, also für den Austausch CO2 und Sauerstoff. Und von daher
kann man dann das mit diesen Anlagen kombinieren und kann das dann auch sehr gut verteilen. Aber zu der eigentlich an mich gerichteten Frage, wir sehen ja schon, was passiert. Natürlich kommt die Immunisierung und wir hoffen, dass wir damit sicherlich einen entsprechenden Effekt erreichen. Aber das wird nicht die letzte Pandemie sein, mit der wir zu tun haben. Wir haben viele Erreger auch und ich weiß nicht, ob wir immer alle mit Masken rumlaufen wollen. Wir sehen ja jetzt auch, dass durch die Corona-Maßnahmen zum Beispiel die klassische Influenza deutlich eingegrenzt werden konnte. Wir haben ganz wenige Fälle in dieser Saison, das ist ganz ungewöhnlich, ja. Und letztendlich schafft es einfach ein immenses Maß mehr an Sicherheit gegenüber allen solchen über die Luft übertragenen Erregern. Und das sind natürlich sämtliche viralen Erkrankungen der oberen Atemwege, sodass ich glaube, dass ein solches Verfahren einfach auch zukunftsfähig ist, weil es, sagen wir mal, sicherlich die Impfung nicht ersetzt, aber es ergänzt natürlich unser Arsenal und die Möglichkeiten und wie gesagt, schafft damit einfach ein Vielfaches an Sicherheit. Also von daher glaube ich nicht, dass das durch die Impfung ersetzt werden kann. So wichtig natürlich die Impfung als ein ganz zentrales Standbein ist in der Bekämpfung von Infektionskrankheiten, auch von anderen Infektionskrankheiten. Ja, das ist eine interessante Information, die ich eigentlich ganz gerne noch mal vertiefen würde. Thomas Bohnewinkel, wenn man über dieses breite Anwendungsfeld spricht. Wir haben vorhin schon mal angedeutet, die TU München hat gerade letzte Woche nachgewiesen, dass Pollen eine enorme Gefahr sind für Allergiker, weil sie das Immunsystem derart beeinträchtigen, dass eben die Viren eindringen können in die Lunge. Gibt es noch andere praktische Beispiele, wo man sagen kann, da kann dieses Luftreinigungssystem wirklich eine gute Wirkung entfalten? Ja klar, also die Pollen, die jetzt wieder anfangen zu schweben, das Frühjahr beginnt gerade, noch merkt man es in Berlin nicht, aber in der nächsten Woche soll es dann ein bisschen wärmer werden. Dann beginnt es wieder, dass die Pollen überall rumschwirren und ja, also das HOCl sollte dazu beitragen, dass die Pollenbelastung für diejenigen, die darunter leiden, deutlich geringer ist. Also man könnte sagen, jemand, der Allergiker ist gegenüber Pollen, könnte nachts zum Beispiel das Fenster offen lassen, wenn er gleichzeitig das Gerät laufen lässt und ist damit weniger anfällig für mögliche, ja, für Schnupfen und Kopfschmerzen und was mit diesen Allergien einhergeht. Ich würde es probieren. Also sicher sind wir da noch nicht, aber besteht eine gute Chance. Wir sind in vielen Dingen natürlich noch nicht sicher, weil wir haben es im Grunde jetzt im Sommer erst erfunden. Wir haben jetzt die erste größere Serie an Tests absolviert. Wir sind uns jetzt sicher, dass das, was wir sagen, richtig ist. Aber wir werden selbstverständlich weiter testen. Und zwar jede denkbare Lebenslage wird weiter getestet, auch in Verbindung mit anderen Methoden, um sicherer zu werden, um besser zu werden und um unsere Aussagen auch entsprechend untermauern zu können mit Belegen. Entschuldigung, das vielleicht noch auch kurz ergänzen, weil Sie sagten, für die Allergiker. Ich meine, es ist nicht nur für die Allergiker. Die Daten der TU München zeigen, dass bei jedem von uns, auch wenn wir keine Allergieprobleme haben, durch die Pollen eine Beeinflussung der Immunreaktion an den Schleimhäuten stattfindet. Das heißt, es ist also für uns alle relevant, nicht nur für die Allergiker. Und was Herr Bohnewinkel ausgeführt hat, es kommt eben durch die Säure, die HOCl, die hypochlore Säure, eben zu einer Denaturierung, wenn man so will, im weitesten Sinne von Eiweißstoffen, wozu Allergene ja im Wesentlichen gehören oder biologischen Substanzen, die sich dadurch verändern. Ich weiß nicht, das ist gar nicht nur das Fenster aufmachen, wenn Sie heute in der Luft unterwegs sind im Freien, Ihre Kleidung ist angereichert mit den Pollen, Ihre Haare sind voll. Also es gibt ganz viele Dinge, wo Sie das selber eintragen. Und es gibt ja auch viele Allergene, die durch Hausstaub und anderweitige Probleme entstehen. Also von daher ist das Feld an der Stelle sicherlich hochinteressant. Aber da gilt genau das, was Herr Bohnewinkel auch gesagt hat und ich schon sagte, das Spannende wird jetzt sein, in die Praxis zu gehen mit dem, was wir jetzt hier haben und dann die klinischen Nachweise zu all diesen Fragestellungen systematisch zu erarbeiten und die Einsatzfelder genau auszuleuchten. Aber dazu mussten wir erst mal da sein, wo wir jetzt gerade angekommen sind.
Dr. Böker, wir haben gerade über diese vielfältigen Wirkungen gesprochen, dieses Luftreinhaltesystems. Ist das ein Vorteil gegenüber den bisherigen Filtertechniken, die ja heute schon vielfach im Einsatz sind, auch gegenüber Corona? Ich würde das als flankierende, als ergänzende, als substanziell ergänzende Maßnahme sehen. Masken sind wichtig im Direktkontakt gegen große Tröpfchen, wenn der Gegenüber sie quasi mit großen Tröpfchen beeinflusst. Da helfen die Masken. Der Abstand hilft da auch. Die Filteranlagen helfen zum gewissen Teil, wie gesagt, als weitere Unterstützung. Wenn ich beides hätte, habe ich auch mehr Schutz, das ist klar. Nur unsere Berechnungen zeigen auch, dass diese Methode weit vorne liegt vor den Methoden wie Filtern oder Raumluftfilter und insbesondere auch das viel diskutierte Fensterlüften in Schulen können wir zeigen mit unseren Modellen. Sie müssten eigentlich das Dach der Schule abräumen, um einen Schutz zu erreichen, der da sozusagen proklamiert wird. Abiturienten hier in Berlin machen bei offenem Fenster, bei vollem Durchzug ihre Prüfungen. Selbst das bei einem konstanten Eintrag von Viren reicht kaum. Also insofern würde ich die Antwort so geben, es ist eine weitere Schutzmaßnahme, es ist nicht die einzige, Gott sei Dank nicht. Es ist aber eine substanzielle Erweiterung der Schutzmaßnahmen, auf die man aufgrund einmal der Kosten, der Einfachheit und der Installation auf jeden Fall zugreifen sollte. Mit Einspareffekten bei der Heizenergie. Unbedingt. Wenn ich noch einen Agenten sagen würde, ganz wichtig, was mir sehr besonders am Herzen liegt, also die Altenheime zum Beispiel, die Pflegeheime, das finde ich ein erster großer Punkt, genau wie der Professor Bollitta sagt, da werden wir vor allen Dingen jetzt mehr als erste klinische Tests starten, um die älteren Menschen oder auch die pflegebedürftigen Menschen konstant zu schützen und auch diesen Besuchereinschnitt zu lösen, um auch die psychologische Komponente da wieder zurückzuholen. Das heißt, es gibt ein ganz konkretes Projekt, wo diese Geräte jetzt eingesetzt werden. Es ist in Planung, es ist noch nicht live. Das machen wir zusammen mit dem Professor Herd in Heidelberg, der das eben von der pulmologischen Seite begleitet. Ich sehe, dass wir eine weitere Frage haben von Herrn Klebinger. OGI sagt, dass es das weltweit einzige Desinfektionssystem für die Luft mit nachgewiesenem Erfolg gegen befüllte Viren, ich glaube behüllte Viren ist, genau. Es gibt aber ja Wettbewerber, die ebenfalls mit Vernebelung von HOCl arbeiten. Was macht die obige Aussage valide? Thomas Bornewinkel. Meines Wissens gibt es keine Mitbewerber, die HOCl vernebeln. Es gibt die Vernebelungsmaschinen, von denen wir eben sprachen, die aus der Landwirtschaft kommen, die als Oberflächendesinfektion gemeint sind. Die gibt es, aber das ist keine Raumluftdesinfektion, so wie wir das machen. Also insofern sehen wir diese Technik nicht als Wettbewerber an. Es gibt andere Wettbewerber, die Luft ionisieren. Das heißt, die Luft wird durch ein Gerät geschleust und dann werden diese Partikel mit Strom aufgeladen. Das ist so ein bisschen, als wenn man in der Batterie lebt. Und diese Ionisierung soll dann helfen, entsprechend anders polarisierte Bakterien und Viren in der Luft zu vernichten. Das hat man auch nachgewiesen in umfangreichen Tests, dass das funktioniert. Wir meinen, dass das nur nicht in sehr großen Räumen funktioniert. Man müsste eigentlich vor dem Gerät sitzen, wenn man da geschützt sein will, weil diese Ionisierung relativ schnell wieder verloren geht. Das ist eine interessante Information. Und vielleicht könnte man dazu sagen, dass genau dieses Verfahren, die HOCl-Säure in die Luft zu bringen, und zwar so, dass sie alle Viren abtötet oder unwirksam macht, dass es eben diese Technik ist, die so einmalig ist und die eigentlich das Revolutionäre an diesem Aerosolis-Gerät darstellt. Ja. Mit anderen Worten, was in die Luft bringen, hat es schon immer gegeben, aber diese spezielle Technik, Viren unschädlich zu machen, das ist der entscheidende Punkt, der auch zum Patent angemeldet worden ist, wenn ich das richtig verstehe. Wir haben weitere Fragen. Ich sehe das gerade. Die eine Frage haben wir schon abgearbeitet, warum es nicht schon längst im Einsatz ist. Da haben wir gesagt, das ist die besondere Technik, die es möglich macht. Hat das Verfahren positive bzw. negative Nebeneffekte? Will der Dr. Breves darauf antworten?
als Mikrobiologe? Also negative Nebeneffekte kann ich mir jetzt im Moment nicht wirklich vorstellen, wenn man es sachgemäß bedient. Ich meine, man hat natürlich eine Lösung, die man in diesem Gerät hat, die man auch einfüllen muss. Das sind aber alles Dinge, die man auch handeln kann. Also das ist jetzt keine explosive oder lösemittelhaltige Chemie, sondern eine leicht bewegliche, wässrige Lösung. Ich würde sie nicht trinken. Also solche Dinge muss man natürlich beachten, aber das versteht sich eigentlich von selbst. Und die positiven Nebeneffekte, ja, die haben wir ja eigentlich eben schon ausführlich erläutert. Mhm. Da Dr. Böker will da noch was ergänzen. Ja, als ganz positiven Aspekt, das untersuchen wir eben auch wiederum mit dem Professor Herd in Heidelberg. Stellen Sie sich vor, ein Kind kommt in einen Schulbus, da war ein Spreader, die Viren sind noch auf der Haut, auf der Schleimhaut absorbiert, noch nicht absorbiert, sondern liegen noch auf. Und durch das Einatmen der HCl-Atmosphäre kommt es hier zu einer bestimmten Deaktivierung dieser jetzt gerade adsorbierten Viren. Also das ist ein positiver Nebeneffekt durch die HCl. Das heißt, vorkontaminierte Schleimhäute lassen sich deaktivieren. Wie weit das geht, das untersuchen wir, aber das geht in die Richtung von positiven Nebeneffekten. Das Weitere ist für Allergiker, hatten wir schon angesprochen, Asthmatiker, die Reduktion von proteinhaltigen oder Substanzen wie Pollen, Allergenen in der Luft. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Mhm. Ich würde ganz gern ein bisschen die Zeit noch nutzen, weil ich weiß, unsere beiden Wissenschaftler im Rheinland und in Bayern müssen ganz bald schon wieder an ihre Arbeit gehen. Ich würde gerne noch profitieren, Professor Bulita, Sie sind ja auch sehr stark interessiert an dem ganzen Thema Krankenhaushygiene. Das ist ein Riesenproblem in Deutschland im Vergleich zum Beispiel zu den Niederlanden, die da ja vielfach schon viel weiter sind als wir. Die Anwendung dieser Technik kann ja im Grunde genommen auch helfen, in Krankenhäusern zu verhindern, dass sich Keime bzw. Viren verbreiten. Ist das ein möglicher Schritt dorthin, dass die Räume mit einer solchen Technik ausgestattet in Zukunft das Risiko einer Infektion verringern? Also wir haben ja den Effekt, dass prinzipiell, und das ist ja auch in den Versuchen nachgewiesen worden, über die Herr Breves berichtet hat, wir auch eine Oberflächendekontamination erreichen durch dieses Verfahren. Und die wichtigste Übertragung, sage ich mal, für Infektionen im Krankenhaus ist letztendlich das Thema Händehygiene, und das passiert in der Regel über Kontakte. Sprich, ich habe was an meiner Hand, das bringe ich auf eine Fläche auf und jemand anderer fasst an die Fläche hin. Ich habe es auf meiner Hand und ich führe sie dann zum Mund, zu meinen Schleimhäuten oder an andere Stellen und erzeuge damit letztendlich ein Infektionsgeschehen. Also grundsätzlich kann ich mir gut vorstellen, dass eben ein solches Verfahren auch einen Beitrag dazu leistet, Risiken auf Flächen zu vermindern. Es wird sicherlich die klassische Reinigung und Desinfektion von Flächen nicht ersetzen, aber die passiert ja nur in bestimmten Intervallen, also zu bestimmten Zeitpunkten, was weiß ich, alle 6 Stunden oder an bestimmten Punkten. Und so hätte ich auch hier eine kontinuierliche Verminderung des Risikos. Also das ist sicherlich ein interessanter Ansatz, den es aber auch zu untersuchen gilt. Also es ist wirklich eine spannende Geschichte, wenn man tatsächlich damit erreichen könnte, dass man schon mal die Luft so sauber bekommt und die Oberflächen, dass es zumindest schwieriger wird, dass sich diese Viren verbreiten. Ja, ich sehe auf meiner Liste keine weiteren Fragen, keine Fragen, die wir noch nicht beantwortet hätten. Wenn das so ist, würde ich mich ganz herzlich bedanken bei Dr. Breves und bei Professor Bulita, dass Sie heute dabei waren und uns die Thematik aus mikrobiologischer, chemischer und medizinischer Sicht näher gebracht haben. Ganz herzlichen Dank. Ja, und wir können feststellen, wir sind heute am 16. März ein Stück schlauer geworden, klüger geworden, ein Jahr nachdem die Bundesregierung den ersten Lockdown entschieden hat. Und ich finde, das ist eine positive Aussicht, dass es einen weiteren Baustein geben wird in Zukunft, der uns hilft, diese schreckliche Pandemie mit ihren Auswirkungen bis ins Kleinste
ein bisschen ungeschehen zu machen und uns einen Ausweg zeigt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund und wenn Sie noch Fragen haben, bitte jederzeit. Sie werden zeitnah beantwortet. Alles Gute und tschüss. Wiederschauen. Wieder vielen Dank. Tschüss.